Es regnete wieder in Berlin. Ich ging schnell durch die nassen Straßen, ohne ein Ziel. In meiner Tasche hatte ich nur 20 €. Mehr war nicht da. Meine Schuhe waren alt und der kalte Wind kam durch die Löcher in meiner Hose. Doch das Schlimmste war, wie ich mich fühlte. Ich fühlte mich leer und alleine. Zu Hause lag meine Mutter krank im Bett. Sie war schwach und jeden Tag ging es ihr schlechter. Ich hatte große Angst um sie. Ich konnte ihr nicht helfen. Ich hatte keine Arbeit, kein Geld und keinen Plan. Alles in meinem Leben fühlte sich falsch an. Es war, als würde alles langsam den Bach runtergehen. Ich fühlte mich allein, auch wenn Menschen um mich herum waren. Niemand wusste, wie es mir wirklich ging. Während ich weiterging, sagte ich leise zu Gott: Bitte, gib mir eine Chance. Gib mir Arbeit. Ich will etwas ändern. Ich will meiner Mutter helfen. Dann sah ich ein großes Fenster. Auf einem Schild stand: Arbeitskraft gesucht. Sofort anfangen. Mein Herz schlug schneller. Vielleicht war das meine Chance. Ich ging hinein. Das Haus war sehr ruhig, fast wie im Schlaf. Ich klopfte einmal, doch niemand antwortete. Dann klopfte ich noch einmal. Ein großer Mann öffnete die Tür. Seine Augen wirkten müde, als hätte er lange nicht geschlafen. Seine Stimme war ruhig und tief. »Ja?« fragte er. Ich holte tief Luft und sagte leise, dass ich Arbeit suche. Er sah mich einen Moment lang an und schwieg. Dann sagte er: »Komm morgen um 8, sei pünktlich.« Langsam schloss er die Tür. Ich blieb noch kurz stehen und wusste nicht, ob das wirklich passiert war. Leise sagte ich Danke. In dieser Nacht sagte ich zu meiner Mutter, dass ich Arbeit gefunden habe. Sie lächelte schwach und sagte leise: »Arbeite fleißig, meine Lena, und bleib freundlich.« Ich versprach es ihr. Am nächsten Morgen war ich sehr früh an der Villa. Eine Frau öffnete mir die Tür und erklärte mir meine Aufgaben. Ich putzte Tische, wusch Geschirr und faltete Kleidung. Alles war groß und sehr still. Das Haus hatte viele Zimmer, aber es fühlte sich leer an. Es gab kein Lachen und keine Musik, nur das Geräusch von Schritten. Zur Mittagszeit sah ich ihn wieder. Herr Stein saß allein am Fenster und las Papiere. Er schaute nicht auf. Ich stellte das Tablett leise ab und sagte: »Ihr Kaffee, Sir.« Er nickte nur. Ich sah ihn kurz an. Sein Blick war weit weg, als wäre er mit seinen Gedanken ganz woanders. So vergingen die Tage. Er lächelte nie und stellte kaum Fragen. Eines Abends, als ich sein Arbeitszimmer putzte, sah ich ein Foto auf dem Boden liegen. Auf dem Foto war eine Frau mit einem kleinen Jungen. Die Frau sah glücklich aus. Vorsichtig legte ich das Foto auf seinen Tisch. Als er hereinkam, fragte er ruhig, ob ich das Bild berührt habe. Ich sagte leise, dass es auf dem Boden gelegen habe. Er sah mich kurz an. In seinen Augen war keine Wut, nur tiefe Traurigkeit. Dann drehte er sich weg und sagte: »Ich könne gehen. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dachte immer wieder an sein Gesicht. Ich spürte, dass er innerlich sehr verletzt war. Vielleicht fehlte ihm diese Frau. Vielleicht war sie seine Ehefrau gewesen. Ich wusste nicht, warum es mich berührte, aber es tat es. Am nächsten Morgen stand er an der Tür und sagte leise, dass ich gut arbeite. Ich lächelte und sagte Danke. Es war das erste freundliche Wort von ihm. Mein Herz wurde warm. Einige Tage später hörte ich beim Putzen ein Geräusch. Ein Glas war ihm aus der Hand gefallen und zerbrochen. Sein Finger blutete. Ich lief schnell zu ihm und sagte, er solle warten. Ich nahm ein Tuch und drückte es auf seine Hand. Er sah überrascht aus. Ich sagte ruhig, dass es gleich besser werde. Er sah mich lange an und flüsterte, dass ich keine Angst vor ihm habe.
Ich lächelte und fragte, warum ich Angst haben sollte. Er sagte nichts, doch in seinen Augen sah ich etwas Neues, ein kleines Licht wie Hoffnung. Leise sagte er Danke, Lena. Meinen Namen aus seinem Mund zu hören, fühlte sich seltsam an, aber auch warm. Am Abend erzählte ich meiner Mutter, dass er kein schlechter Mensch sei, nur sehr einsam. Sie lächelte und sagte, ich solle vielleicht ein wenig Licht in sein Leben bringen. Ich lachte und meinte, ich sei doch nur eine Haushaltshilfe. Sie antwortete, dass manchmal auch Haushaltshilfen Herzen reparieren. Diese Worte blieben lange in meinem Kopf. Von diesem Tag an beschloss ich, nicht nur das Haus sauber zu halten, sondern auch etwas Leben hineinzubringen. Ich wusste noch nicht, dass dieses Haus später meinen Mut, mein Herz und alles, was ich über Liebe dachte, auf die Probe stellen würde. Die Tage in der Villa gingen sehr langsam vorbei. Ich arbeitete von morgens bis abends. Ich wusch Geschirr, bügelte Kleidung und brachte Herrn Stein Tee. Meist saß er allein, las Papiere oder schaute lange aus dem Fenster. Seine Stille war überall im Haus. Manchmal wollte ich fragen, ob es ihm gut gehe, aber ich tat es nicht. Ich war nur die Haushaltshilfe. Eines Abends, als ich ihm Kaffee brachte, fragte er plötzlich, wie es meiner Mutter gehe. Ich war überrascht und sagte, dass es ihr etwas besser gehe. Er nickte nur und sagte leise gut. Dieses eine Wort fühlte sich warm an. Zum ersten Mal wirkte er nicht nur wie ein Chef, sondern wie ein Mensch, der reden wollte. Danach änderte sich etwas. An manchen Morgen sagte er Guten Morgen. Manchmal ließ er mir einen kleinen Zettel da, auf dem Danke stand. Ich merkte, dass er sich bemühte. Ich freute mich, wenn er freundlich war. Meine Mutter sagte am Telefon, Herr Stein klinge wie ein sehr einsamer Mann, der jemanden brauche, der ihn wieder ans Leben erinnert. Ich lächelte und sagte vielleicht. An einem ruhigen Nachmittag fand ich ihn im Wohnzimmer. Er schaute wieder das Foto an, die Frau und den Jungen. Zuerst sah er mich nicht. Dann sagte er leise, dass es seine Frau gewesen sei und dass sie und sein Sohn bei einem Unfall gestorben seien. Ich blieb wie stehen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Er sah mich mit müden Augen an und sagte, dass er danach aufgehört habe, an Frieden zu glauben. Seine Augen waren feucht. Ich sagte leise, dass es mir leid tue. Er nickte nur und drehte sich weg. In dieser Nacht dachte ich lange über seine Worte nach. Er hatte viel Geld, aber sein Herz war zerbrochen. Das fühlte sich sehr unfair an. Ich nahm mir vor, ein kleines Licht in sein Leben zu bringen. Vielleicht würde er eines Tages wieder lächeln. In der nächsten Woche war er sehr beschäftigt. Abends kamen mehrere Männer zu Besuch. Sie trugen Anzüge und sprachen leise. Man sagte mir, ich solle an diesen Tagen früher gehen. Einmal hatte ich meine Tasche vergessen und kam zurück. Ich hörte einen Mann sagen, Mark solle das nicht im Haus machen. Ein anderer sagte, Alex wisse nichts davon. Ich verstand nicht alles, aber ich spürte, dass etwas nicht richtig war. Später am Abend sah ich Alex. Sein Gesicht war angespannt. Leise sagte er, ich solle sagen, er sei nicht da, wenn jemand nach ihm frage. Ich nickte. Mein Herz schlug schnell. Etwas passierte, aber ich wusste nicht was. Einige Tage später wurde Alex krank. Er hatte hohes Fieber und blieb im Bett. Ich kochte Suppe für ihn und gab ihm seine Medikamente. Er sagte, ich müsse das nicht tun. Ich lächelte und sagte, dass sich jemand um ihn kümmern müsse. Einen Moment lang schwieg er. Dann sagte er leise, dass ihm das seit vielen Jahren niemand gesagt habe. Mir wurde eng im Hals. Ich antwortete, dass er das öfter hören sollte.
Er lächelte leicht. Es war das erste echte Lächeln, das ich bei ihm sah. Dieser Moment blieb in meinem Herzen. Ich erzählte niemandem davon, aber ich merkte, dass ich mehr für ihn fühlte, als ich sollte. Am nächsten Morgen, als ich sein Arbeitszimmer aufräumte, sah ich eine offene Akte auf dem Schreibtisch. Darin standen Worte wie Kredit, Überweisung und Unterschrift offen. Ich schloss sie leise. Später, als er mich dort sah, wirkte er nervös. Er fragte, ob ich etwas gelesen hätte. Ich sagte nein. Er atmete tief ein, sagte gut und bat mich, vorsichtig in seinem Büro zu sein. Ich nickte, aber ich spürte seine Angst. In dieser Nacht aß er nichts. Er blieb allein in seinem Zimmer. Ich hörte ihn telefonieren. Seine Stimme war leise, aber hart. Er sagte, dass er den Deal beenden werde, wenn man ihn noch einmal betrüge. Dann wurde es still. Ich stand nahe an der Tür und hörte zu. Meine Hände zitterten. Mit wem sprach er und warum war er so wütend? Als ich in mein Zimmer ging, rief ich meine Mutter an. Ich sagte ihr, dass sich etwas falsch anfühle und dass Alex große Probleme habe. Ich spürte es einfach. Sie sagte ruhig, ich solle für ihn beten. Leise sagte ich, dass gute Menschen oft schwere Prüfungen haben. Ich sagte auch, dass ich glaube, er sei besser, als er selbst denkt. Am nächsten Morgen sah Alex sehr müde aus. Seine Augen waren rot. Als er mich sah, sagte er leise, »Danke, dass ich geblieben sei.« Ich verstand nicht genau, was er meinte, aber seine Worte berührten mich. Am Abend fand ich in der Küche einen Zettel. Darauf stand, »Danke für die Suppe. Du erinnerst mich daran, dass nicht alles verloren ist.« Ich las den Zettel mehrmals. Zum ersten Mal fühlte ich, dass er mich nicht nur als Haushaltshilfe sah, sondern als Mensch. Ich wusste noch nicht, dass hinter seinem ruhigen Lächeln ein Sturm wartete. Etwas in seinem Leben begann zu zerbrechen. Bald würde es uns beide in eine Wahrheit ziehen, auf die wir nicht vorbereitet waren. Alex arbeitete wieder bis spät in die Nacht. Das Licht unter der Tür seines Arbeitszimmers zeigte, dass er noch wach war. Ich war mit dem Putzen fertig und wollte gehen, als ich ein lautes Geräusch hörte. Etwas war heruntergefallen. Mein Herz schlug schnell. Ich lief hinein. Ein Glas lag zerbrochen auf dem Boden, und Alex stand dort mit Blut an der Hand. Ich sagte schnell, er solle warten, riss ein Stück von meiner Schürze ab und drückte es auf seine Wunde. Ich bat ihn, sich zu setzen. Er sah mich an, als wollte er etwas sagen, doch die Worte kamen nicht. Mit leiser Stimme sagte er, dass ich keine Angst vor ihm habe. Ich schüttelte den Kopf und sagte, dass ich es nicht mag, wenn jemand verletzt ist. Er sah mich lange an und sagte dann leise, dass niemand mehr so mit ihm spreche. Seine Augen wirkten weich, fast menschlich. Ich lächelte ein wenig und meinte, vielleicht sollten Menschen das öfter tun. Ich wischte das Blut weg und räumte die Scherben auf. Er flüsterte, »Danke.« Es war lange her, dass er meinen Namen gesagt hatte. In meinem Zimmer konnte ich nicht schlafen. Mein Herz war schwer und ich fragte mich, warum er so traurig war, selbst wenn ihm jemand half. Am nächsten Morgen rief er mich in sein Büro. Ich stand nervös vor ihm. Er sagte, dass er am Abend hart gesprochen habe. Ich wollte mich entschuldigen, doch er sagte, ich solle das nicht tun. Er sei verletzt gewesen. Trotzdem bedankte er sich leise für meine Hilfe. Ich ging hinaus. Mein Herz schlug schnell. Einige Tage später sprach er mehr. Er fragte kleine Dinge, ob ich gefrühstückt habe oder ob es meiner Mutter besser gehe. Ich sagte jedes Mal ja. Er nickte langsam, als wären meine Antworten wichtig. Eines Abends brachte ich Tee und sah ihn mit Mark Benson, einem Freund aus der Firma.
Mark lächelte zu viel, seine Stimme klang falsch. Er sagte, Alex müsse bald unterschreiben, sonst gehe der Deal verloren. Alex antwortete ruhig, dass er alles erst prüfen wolle. Mark lachte leise und fragte, ob er ihm immer noch nicht vertraue. Alex sagte nichts. Ich ging leise hinaus, doch ich sah die Sorge in seinem Gesicht. In dieser Nacht kam ich wieder am Arbeitszimmer vorbei. Die Tür war halb offen. Alex saß dort mit dem Kopf in den Händen. Er sah sehr müde aus. Ich flüsterte schließlich, dass alles gut werde. Er drehte sich überrascht um und fragte, ob ich das wirklich glaube. Ich nickte und sagte, er sei ein guter Mann. Er lächelte schwach und meinte, auch gute Menschen machen Fehler. Am nächsten Morgen geschah etwas Merkwürdiges. Die Polizei kam zum Tor und fragte nach Herrn Stein. Kurz darauf gingen sie wieder, doch ich sah Angst in Alex' Augen. Er rief Mark an und sie sprachen in einem anderen Raum. Ich hörte Mark sagen, er solle sich keine Sorgen machen. Er werde alles regeln. Später ließ Alex sein Handy auf dem Tisch liegen. Eine Nachricht erschien. Darin stand, dass die Überweisung abgeschlossen sei und man ihn ruhig halten solle. Meine Hand zitterte. Ich verstand es nicht, doch ich spürte Gefahr. Ich legte das Handy zurück. Mein Kopf war voller Fragen. An diesem Abend kam Alex nicht zum Essen. Ich stellte einen Teller vor seine Tür. Als ich gehen wollte, hörte ich ihn leise sagen, dass er vielleicht wieder alles verliere. Tränen stiegen mir in die Augen. Er hatte schon genug verloren. Am nächsten Morgen sah er sehr blass aus. Leise sagte er, dass ich nicht alles glauben solle, was die Leute sagen, falls ihm etwas passiere. Ich fragte, warum überhaupt etwas passieren solle. Er lächelte traurig und sagte, dass die Wahrheit diese Welt nicht immer schützt. Diese Worte gingen mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. Am selben Abend sah ich Mark hastig das Haus verlassen, mit einer Mappe in der Hand. Er sah mich nicht. Mir wurde kalt. Im Arbeitszimmer lagen Papiere auf dem Boden. Alex stand am Fenster. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei. Er sagte ja, es sei nur Arbeitsdruck. Ich nickte, obwohl ich wusste, dass er nicht ehrlich war. In der Nacht fand ich im Mülleimer ein halb verbranntes Papier. Darauf standen Zahlen und das Wort Konto. Ich berührte es nicht, machte aber heimlich ein Foto. Ich wusste nicht warum, doch etwas in mir sagte, dass dieser Beweis wichtig sein würde. Als ich in mein Zimmer ging, rief meine Mutter an. Sie fragte, ob ich sicher sei. Ich sagte ja, aber dass mein Chef große Probleme habe. Sie sagte ruhig, ich solle für ihn beten und vielleicht sei ich genau deshalb dort. Ich sah aus dem Fenster und flüsterte vielleicht. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich spürte seine Angst, seinen Schmerz und noch etwas anderes. Ich sorgte mich mehr um ihn, als ich sollte, doch Liebe fragt nicht nach Erlaubnis. Sie wächst leise. Damals wusste ich noch nicht, dass bald alles wieder zerbrechen würde und ich mich entscheiden müsste zwischen meiner Arbeit und ihm. Nach dieser Nacht fühlte sich alles anders an. Alex sprach kaum noch, blieb lange allein und aß fast nichts. Manchmal hörte ich ihn telefonieren. Seine Stimme war angespannt. Und einmal sagte er, dass es niemand erfahren dürfe. Hinter der Tür blieb ich stehen. Mein Herz schlug schnell und ich fragte mich, vor wem er sich versteckte. Eines Abends sah ich Mark wieder. Er lächelte wie immer, doch sein Blick machte mich unruhig. Er sagte, ich sei wohl noch immer hier und möge meine Arbeit. Sein Ton war falsch. Ich ging weiter, doch ich hörte ihn zu Alex sagen, dass er morgen unterschreiben müsse. Alex klang müde und sagte, er brauche noch Zeit. In dieser Nacht dachte ich lange darüber nach.
Ich wusste, ich sollte mich nicht einmischen. Aber tief in mir wusste ich auch, Alex war in Gefahr. Am nächsten Morgen sah er wieder sehr blass aus. Ich fragte, ob er geschlafen habe, und er antwortete leise, dass er in diesen Tagen kaum Ruhe finde. Vorsichtig lächelte ich und sagte, dass selbst starke Menschen Pausen brauchen. Er sah mich an und fragte, ob ich glaube, dass er stark sei. Ich nickte und sagte, ich hätte schon schlimmere Zeiten erlebt, er stehe aber immer noch fest. Er lächelte schwach und meinte, ich spreche wie jemand, der Schmerz kennt, und ich antwortete leise, dass ich ihn kenne. Später sah ich ihn wieder allein sitzen und wollte ihn zum Lächeln bringen, also fragte ich nach seinem Lieblingsessen. Erst schaute er verwirrt, dann lachte er leise und sagte, er wisse es nicht mehr. Und ich lachte mit ihm. Dieser kleine Moment fühlte sich warm an, doch er hielt nicht lange. Das Telefon klingelte, sein Gesicht veränderte sich, und er sagte hastig, dass er gehen müsse und ich die Tür hinter ihm abschließen solle. Nachdem er weg war, räumte ich sein Arbeitszimmer auf und sah ein Papier offen auf dem Tisch liegen. Unten stand Marks Name, darüber die Worte privater Übertragungsvertrag. Mir wurde schlecht und ich machte leise ein Foto, während meine Hände zitterten. In dieser Nacht kam Mark wieder und ging in Alex' Büro. Ich versteckte mich hinter der Treppe und hörte, wie Mark sagte, dass sie beide untergehen würden, wenn jemand es herausfinde. Alex antwortete ruhig, dass ihm sein eigenes Schicksal egal sei. Er wolle nur die Wahrheit. Mark sagte kalt, dass die Wahrheit ihn diesmal nicht retten werde. Mir wurde klar, dass etwas sehr Ernstes geschah. Nachdem sie gegangen waren, ging ich wieder ins Arbeitszimmer und sah einen Ordner halb offen auf dem Schreibtisch. Darin lagen Fotos von Firmenchecks, manche mit seiner Unterschrift, andere mit Marks, doch sie sahen unterschiedlich aus, als wären sie kopiert. Mein Herz schlug schnell, und ich fragte mich, ob jemand ihm etwas anhängen wollte. Am nächsten Tag ging er nicht zur Arbeit und saß still beim Frühstück. Ich wollte ihm sagen, was ich gesehen hatte, doch ich hatte Angst. Dann fragte er langsam, ob ich glaube, dass Menschen sich ändern können. Ich antwortete leise, nur wenn sie es wirklich wollen. Er sah weg und sagte, manchmal sei es zu spät, und seine Stimme klang so traurig, dass mir die Augen feucht wurden. Am Abend kam Mark wieder, diesmal ohne Lächeln und sehr wütend. Er sagte, dass Fragen gestellt würden und Herr Stein das Problem lösen müsse. Er stand auf und sagte ruhig, dass er nichts falsch gemacht habe. Doch Mark antwortete hart, dass er für seinen Fehler bezahlen werde, und ging. Ich blieb versteckt stehen, meine Hände waren eiskalt. Später ging ich ins Arbeitszimmer. Sein Handy vibrierte und eine Nachricht erschien, dass man es beenden solle, bevor sie es herausfinden. Mein Herz blieb fast stehen, und ich fragte mich, wer sie war und ob ich gemeint war. In dieser Nacht betete ich für ihn. Ich merkte, dass ich mich in einen Mann verliebte, der kaum wusste, wie man lächelt. Am nächsten Morgen geschah etwas Schockierendes. Er kam nicht nach unten. Sein Auto war weg, doch sein Handy lag noch auf dem Tisch. Ein Anruf von einer unbekannten Nummer kam herein. Ein Mann sagte, ich solle Alex sagen, dass seine Zeit abgelaufen sei. Dann legte er auf. Mein ganzer Körper zitterte. Als er am Abend zurückkam, sah er müde, wütend und voller Angst aus. Ich fragte leise, ob es ihm gut gehe, und er sagte, niemand sei für immer in Ordnung. Unsere Blicke trafen sich, und ich sah einen Schmerz, der tiefer war als zuvor. Leise sagte er,
Falls er eines Tages verschwinde, solle ich mich daran erinnern, dass ich ihn einmal für einen guten Mann gehalten habe. Tränen stiegen mir in die Augen, als ich flüsterte, dass er es immer noch sei. Er drehte sich weg, sagte nichts, doch ich wusste, dass er mich gehört hatte. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Etwas in mir sagte, dass die nächsten Tage alles verändern würden. Für ihn und für mich. Am nächsten Morgen fühlte sich alles schwer an. Er kam wieder nicht nach unten. Ich machte Frühstück und wartete, doch er erschien nicht. Mein Herz sagte mir, dass etwas Schlimmes passiert war. Ich klopfte leise an sein Arbeitszimmer. Niemand antwortete. Als ich die Tür öffnete, saß er still da und hielt einen Brief in der Hand. Sein Gesicht war bleich. Mit gebrochener Stimme sagte er, dass sie ihm alles wegnehmen würden. Er erklärte, dass man ihm vorwerfe, Geld gestohlen zu haben und dass es Beweise mit seiner Unterschrift gebe. Ich sagte, dass das nicht stimmen könne, doch er lachte traurig und meinte, dass die Wahrheit keine Rolle spiele, wenn Lügen Beweise haben. Dann klopfte es, und 2 Polizisten traten ein, um Fragen zu stellen. Er wehrte sich nicht. Als sie ihn hinausführten, sah er mich noch einmal an, müde und hilflos. Als die Tür zufiel, setzte ich mich auf den Boden und weinte. Als meine Mutter anrief, konnte ich kaum sprechen und sagte nur, dass sie ihn mitgenommen hätten. In dieser Nacht konnte ich nichts essen. In meinem Kopf drehte sich alles um Marks Besuche, die Nachrichten und die falschen Papiere. Jetzt ergab alles Sinn. Mark hatte das getan und Alex hatte dem falschen Menschen vertraut. Ich sah mir die Fotos auf meinem Handy an, die Unterschriften, das verbrannte Papier und die Nachricht. In diesem Moment wusste ich, dass ich Beweise hatte. Vielleicht nicht genug, aber genug, um zu kämpfen. Leise versprach ich mir selbst, dass ich ihn retten würde. Am nächsten Morgen ging ich zur Firma und tat so, als würde ich Unterlagen bringen. Dort sah ich Mark stehen. Er redete und lächelte, als wäre nichts passiert. Wut stieg in mir auf. Als er ging, folgte ich ihm leise. Er lief zu einem kleinen Lagerhaus nahe der Brücke. Ich versteckte mich hinter einer Wand und hörte zu. Er sprach mit einem anderen Mann und sagte, dass die Firma ihnen gehören werde, sobald Herr Stein erledigt sei. Der andere fragte nach der Haushaltshilfe. Mark lachte und sagte, sie sei nur ein Mädchen und werde nichts tun. Meine Hände zitterten, doch ich machte ein Foto von ihnen. Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Eine Kiste fiel hinter mir um. Mark drehte sich um und rief, wer da sei. Ich rannte los, so schnell ich konnte. Er schrie meinen Namen und befahl mir stehen zu bleiben. Meine Beine taten weh, doch ich lief weiter. An der Hauptstraße sprang ich in ein Taxi. Mein Handy rutschte fast aus meiner Hand und ich flüsterte, dass Gott mich beschützen solle. In derselben Nacht ging ich zur Polizei. Ich zeigte ihnen die Fotos und die Nachrichten. Ein Beamter sah mich skeptisch an und sagte, ich sei nur eine Haushaltshilfe, warum ich mir so sicher sei. Ich antwortete, dass ich ihn kenne. Er könne kalt wirken, aber er sei kein Lügner. Die Polizei prüfte alles und bat mich zu warten. Stunden später kam ein Beamter zurück und sagte, sie würden es untersuchen. Ich ging nach Hause, voller Angst, aber auch mit Hoffnung. Am nächsten Tag besuchte ich ihn. Er saß still da. Seine Augen wirkten leer. Ich sagte leise, dass er nichts falsch gemacht habe und dass ich es beweisen würde. Er sah mich lange an und fragte, warum ich mich so kümmern würde. Meine Stimme brach, als ich sagte, dass ich an ihn glaube und an das Gute in ihm. Er schloss die Augen und sagte, so etwas habe ihm noch nie jemand gesagt. Tränen liefen über sein Gesicht.
Ich hielt seine Hand und versprach, dass er bald frei sein werde und ich seine Wahrheit zurückbringen würde. Am Abend rief die Polizei an. Sie sagten, sie hätten ein Bankkonto auf Marks Namen gefunden, mit einer gefälschten Unterschrift. Ich fühlte große Erleichterung. Am nächsten Tag wurde Mark festgenommen und er war wieder frei. Als er nach Hause kam, öffnete ich ihm die Tür. Er sah müde aus, aber ruhig. Er sagte, ich hätte ihn gerettet. Ich lächelte unter Tränen und sagte, dass er dasselbe für mich getan hätte. Er schüttelte den Kopf und meinte, er werde das nie vergessen. Ich sagte leise, dass er mir nicht danken müsse. Er habe einmal gesagt, die Wahrheit schütze niemanden, aber jetzt wisse er, dass sie es doch könne. Er sah mich an und sagte, dass ich anders sei und ihn wieder glauben lasse. Zum ersten Mal sah ich Frieden in seinen Augen. Der Albtraum schien vorbei, doch tief in mir wusste ich, dass noch ein weiterer Sturm kommen würde, einer aus der Vergangenheit. Zwar war er frei, doch er wirkte nicht glücklich, eher verloren. In den Nachrichten hieß es, sein Name sei reingewaschen, aber in seinem Blick lag noch Angst. Zu Hause setzte er sich langsam hin und sagte, er wisse nicht, wie er mir danken solle. Ich antwortete ruhig, dass ich nur getan habe, was richtig war. Er meinte, Menschen riskieren nicht ihr Leben für andere. Ich lächelte und sagte, vielleicht sei ich nicht wie die meisten. Er lachte kurz und sagte, Mark werde dafür bezahlen. Ich bat ihn, ihn zu vergessen. Leise sagte er, dass er sein Leben zurückhabe, sich aber trotzdem leer fühle. Später in dieser Nacht hörte ich ein Geräusch am Tor. Jemand hatte einen Stein mit einem Zettel an die Tür geworfen. Darauf stand, dass ich den falschen Mann gerettet habe und dass die Wahrheit noch verborgen sei. Ich erstarrte. Wer hatte das geschrieben? Ich rannte zu ihm und zeigte ihm den Zettel. Er sagte, jemand wolle nicht, dass wir weitermachen. Ich fragte, ob er wisse, was das bedeute, doch er meinte, Mark habe sicher nicht allein gearbeitet. Am nächsten Tag ging ich zur Polizei und fragte nach neuen Informationen. Man sagte mir, Mark schweige. Aber es gebe einen Hinweis. Einen Anruf zu einer Lagerhausnummer kurz vor seiner Festnahme. Sofort dachte ich an diesen Ort. Ich sagte ihm, dass vielleicht noch jemand dort sei. Er wollte nicht, dass ich gehe, doch ich sagte, wir müssten es beenden. Am Abend ging ich wieder zum Lagerhaus. Das Licht war schwach, meine Hände kalt. Aber ich schlich hinein. Ich hörte Stimmen. Einer sagte, sie müssten die Papiere zerstören, bevor jemand sie finde. Ich sah 2 Männer, die Akten aus einer Kiste nahmen. Ich begann zu filmen, doch mein Fuß stieß gegen ein Metallteil. Das Geräusch hallte laut. Die Männer drehten sich um und riefen, wer da sei. Ich rannte los. Mein Herz schlug wild. Einer verfolgte mich. Ich rutschte aus und fiel. Mein Arm tat weh. Er packte meinen Schal und schrie wütend, ich hätte nicht kommen sollen. Ich wehrte mich, trat nach ihm und rief, dass sie das Leben eines unschuldigen Mannes zerstört hätten. Dann griff ich nach einem Holzstock, schlug zu und rannte nach draußen. Draußen stand ein Polizeiauto. Der Beamte, den ich kannte, war da und rief mir zu, Abstand zu halten. Sie nahmen beide Männer fest und ich setzte mich zitternd auf den Boden. Ein Beamter sagte, ich hätte großes Glück gehabt, denn die Männer hätten falsche Dokumente zerstören wollen, um ihn schuldig aussehen zu lassen. Tränen liefen mir über das Gesicht, und ich fragte leise, ob es jetzt wirklich vorbei sei. Er nickte und sagte ja, ich hätte es wieder geschafft. Als Alex zur Wache kam, saß ich still da.
Er ging langsam zu mir und sagte leise, dass ich ihn immer wieder rette und dass er das nicht verdiene. Ich sah ihn mit Tränen an und bat ihn, so etwas nicht zu sagen, denn er verdiene Frieden. Er flüsterte, dass er nicht wisse, wie er jetzt weiterleben solle, und ich sagte, dann müsse er es neu lernen und mit einem Lächeln anfangen. Er lächelte, ein echtes Lächeln, klein, aber stark, und es fühlte sich an, als hätte sich in diesem Moment alles verändert. Er legte sanft seine Hand auf meine Schulter und sagte, ich sei der mutigste Mensch, den er je getroffen habe. Ich antwortete leise, dass er auch nicht schlecht darin sei, menschlich zu sein, und wir lachten beide still. In diesem Moment fiel die Angst zwischen uns. Von da an begann alles langsam zu heilen. Er bekam seine Firma zurück und half der Polizei, weitere Menschen festzunehmen, die mit Mark zu tun hatten. Ich arbeitete weiter für ihn, doch nichts war mehr wie früher. Er war nicht mehr nur mein Chef, sondern jemand, dem ich wirklich wichtig war. Eines Abends, als ich gehen wollte, bat er mich leise, zum Abendessen zu bleiben. Ich fragte überrascht, »Abendessen, Sir?« Und er lächelte und sagte, »Nicht Sir, einfach Alex.« Ich lachte und sagte, »Okay, Alex«, und dieses Wort ließ seine Augen warm werden. Ich wusste nicht, wohin unsere Geschichte führen würde, doch ich wusste eines. Nach all der Dunkelheit war ein kleines Licht in unsere Herzen gekommen. Die Zeit verging und langsam änderte sich vieles. Er versteckte sich nicht mehr hinter Stille, sprach mehr, lachte manchmal und half mir sogar bei kleinen Dingen. Ich hatte ihn noch nie so ruhig gesehen. Eines Abends sagte er, dass er noch immer nicht glauben könne, was alles passiert sei, und dass ich hätte gehen können, aber geblieben sei. Ich lächelte und sagte leise, dass ich ihn wieder lächeln sehen wollte. Er meinte, ich habe seltsame Gründe, und ich lachte und sagte, vielleicht sei das einfach ich. Manchmal aßen wir zusammen zu Abend. Er erzählte von seiner Frau und seinem Sohn, und seine Stimme wurde jedes Mal leiser. Er sagte, er habe gedacht, die Liebe sei mit ihrem Tod verschwunden. Und ich antwortete ruhig, dass Liebe nie endet, sondern nur ihre Form ändert. Er sah mich lange an und flüsterte, dass ich spreche, als hätte ich selbst jemanden verloren. Ich senkte den Blick und sagte, dass ich viele Jahre keinen Frieden hatte, ihn aber hier wiedergefunden habe. Unsere Tage wurden leichter. Morgens wartete er auf meine Grüße und sagte oft, dass ich Leben in dieses Haus bringe. Ich antwortete, dass er mich hierher gebracht habe, und er lächelte und sagte, vielleicht sei es das Schicksal gewesen. Diese Worte blieben mir im Kopf. Eines Morgens, als ich Frühstück machte, kam er in die Küche und sagte, er habe etwas für mich. Er gab mir einen Umschlag. Darin war ein Brief vom Krankenhaus, in dem stand, dass die Behandlung meiner Mutter komplett bezahlt sei. Mit Tränen fragte ich, warum er das tue, und er sagte leise, weil ich mehr für ihn getan habe als jeder andere. Ich drückte den Brief an meine Brust und flüsterte Danke. Von da an wuchs unsere Nähe still weiter. Es war keine Liebe wie in Büchern, sondern etwas Einfaches und Echtes. Zwei verletzte Herzen, die langsam wieder lernten zu schlagen. Manchmal sah er mich bei der Arbeit an und sagte nichts, doch seine Stille sagte genug. Eines Abends kam er mit einem kleinen Lächeln nach Hause und sagte, dass die Firma jetzt sicher sei. Ich sagte, das seien gute Nachrichten, und er meinte, er denke darüber nach, eine neue Abteilung zu gründen und wolle, dass ich sie leite. Ich fragte überrascht, und er sagte, ich sei klug, treu, und er vertraue mir. In dieser Nacht
konnte ich nicht schlafen und dachte daran, wie seltsam das Leben ist. Denn der Mann, der mir früher Angst gemacht hatte, war jetzt der Mensch, bei dem ich mich sicher fühlte. Ich sah aus dem Fenster und flüsterte, dass ich glaube, ihn zu lieben. Mein Herz schlug schnell. Am nächsten Tag fand ich ihn im Garten. Er sagte, ich solle vielleicht eine Pause machen und meine Mutter besuchen. Ich antwortete, dass ich bald gehen wolle, aber nicht lange. Er fragte warum, und ich sagte leise, weil sich dieser Ort jetzt wie ein Zuhause anfühle. Er sagte nichts, doch seine Augen wurden feucht. Er trat näher und sagte, ich sei etwas Besonderes und hätte ihn verändert, ohne es zu wollen. Mit Tränen antwortete ich, dass ich ihn nicht verändert habe, sondern ihn nur daran erinnert habe, wer er wirklich sei. Er lächelte und fragte, was wäre, wenn er sage, dass er mich jetzt nicht verlieren wolle? Für einen Moment stand alles still, und mit zitternder Stimme sagte ich, dann verliere mich nicht. Er nahm meine Hand, sah mich ehrlich an und sagte, ich sei als Haushaltshilfe gekommen, aber der Grund geworden, warum er wieder an Liebe glaube. Meine Tränen fielen, und ich sagte, er sei der Grund, warum ich mich nicht mehr klein fühle. Er hielt meine Hand fester und fragte, was jetzt komme. Ich lächelte und sagte, wir fangen neu an, dieses Mal ohne Schmerz. Er nickte und sagte, das wünsche er sich auch. Wir standen still da, zwei Menschen, die viel verloren und sich gefunden hatten. Ich wusste, dass nichts mehr so sein würde wie früher, aber dass die Liebe jetzt Teil unserer Geschichte war, langsam, ehrlich und echt. Alles fühlte sich friedlich an, doch ich lernte, dass hinter Frieden manchmal ein Sturm wartet. Eines Morgens sortierte ich die Post und fand einen Umschlag ohne Namen. Ich öffnete ihn und las, dass mein Vater nicht bei einem Unfall gestorben sei und ich Alex danach fragen solle. Meine Hände wurden kalt. Als er am Abend nach Hause kam, zeigte ich ihm den Brief. Sein Gesicht veränderte sich und er setzte sich langsam hin. Ich bat ihn leise, mir zu sagen, dass das nicht wahr sei. Er schloss die Augen und sagte, es sei nicht so, wie ich denke. Mit zitternder Stimme bat ich ihn, mir alles zu erklären. Er sagte, mein Vater habe früher für seine Firma gearbeitet und in der Nacht seines Todes versucht, Mark aufzuhalten. Es fühlte sich an, als würde der Boden unter mir verschwinden. Ich fragte, ob er das gewusst habe. Er sagte, er habe es später erfahren und nicht gewusst, wie er es mir sagen solle. Ich trat zurück und sagte, dass er mich hier habe leben, arbeiten und lieben lassen, während er die Wahrheit verborgen habe. Tränen füllten meine Augen. Er sagte leise, er habe Angst gehabt, mich zu verlieren. Ich antwortete, dass er mich verloren habe, weil er geschwiegen habe, und ging in mein Zimmer. In dieser Nacht rief die Polizei an und sagte, ein weiterer Mann aus Marks Gruppe habe gestanden, dass mein Vater gestorben sei, um Alex' Unterlagen zu schützen. Ich ließ das Telefon fallen und verstand, dass die Wahrheit anders war. Am nächsten Morgen ging ich zu ihm. Er sah müde und blass aus. Ich sagte ruhig, er hätte mir die Wahrheit früher sagen sollen. Er antwortete, dass er es wollte, aber jedes Mal Schuld gespürt habe, wenn er mich ansah. Ich setzte mich neben ihn und sagte, mein Vater hätte es wieder getan. Mit Tränen fragte er, wie ich ihm vergeben könne. Ich lächelte sanft und sagte, dass ich ihn kenne, dass er Fehler macht, aber ein gutes Herz hat. Er hielt meine Hand und flüsterte, ich hätte ihn zweimal gerettet, einmal vor der Welt und einmal vor sich selbst. Dann zeigte er mir ein Papier mit dem Namen der Thomas-Miller-Stiftung. Er hatte sie im Andenken an meinen Vater gegründet, um armen Familien zu helfen.
Ich weinte und sagte, mein Vater wäre stolz auf ihn. Er sagte leise, er sei stolz auf mich. Am Abend saßen wir still zusammen, ohne viele Worte, nur Frieden. Er sagte, er wisse nicht, ob er mich verdiene. Ich antwortete, dass man Liebe nicht verdienen müsse, sondern sie schützen solle. Er sagte, dann werde er mich für immer schützen. Wir sahen uns lange an. Unsere Geschichte begann mit Schmerz, aber sie endete mit Frieden, mit der Art von Frieden, die entsteht, wenn zwei gebrochene Menschen lernen, gemeinsam zu heilen.